Ja, wir sind hier in Monterrey, Mexiko, zu einem Dialog über Nachhaltigkeit. Wir als Deutsche Botschaft organisieren das seit einigen Jahren, denn das Thema Nachhaltigkeit, Naturschutz, Klimawandel, Kampf gegen den Klimawandel ist ein großes Thema auch hier in Mexiko. Unser Thema heute ist die nachhaltige Mobilität, Elektromobilität, um einen Beitrag zu leisten zum Nachdenken, zum Umdenken in der Gesellschaft, sowohl in Deutschland als auch hier in Mexiko. Ja, das Thema Mobilität ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Das hat zu tun mit Freiheit, mit Unabhängigkeit, mit Selbstbestimmung. Und in Ländern mit großer Bevölkerungsdichte wird das Thema Mobilität auch in der Zukunft von enormer Wichtigkeit sein. Aber wichtig ist eben auch, den CO2-Ausstoß zu senken und für nachhaltige Bewegungsfreiheit in der Zukunft zu sorgen. Deshalb ist das Thema Elektromobilität so wichtig. Wir sind in einem Umbruch. Die Frage der Nachhaltigkeit, des reduzierten Ausstoßes von Schadstoffgasen wird eine wichtige Determinante sein in der Zukunft. Und das betrifft auch den Verkehr. Die Bundesregierung hat deshalb eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um Elektromobilität zu fördern. Und wir hoffen, dass wir im Jahr 2030 7 bis 10 Millionen Elektroautos auf der Straße haben, um einen wirklichen entscheidenden Beitrag zu leisten, das Klima zu verbessern und den Schadstoffausstoß zu senken. Die PEMMotion steht dafür, dass sie nicht nur Beratungsleistungen anbietet, sondern Dinge auch mit zur Umsetzung bringt. Wir haben das in Aachen erarbeitet, den Ansatz Return on Engineering, wo es tatsächlich darum geht, wie kann ich Innovationen in der Hälfte der Zeit, mit einem Zehntel der Investitionen zu realisieren. Dafür haben wir neben vielen anderen methodischen Bausteinen auch die sogenannten Ramp-Up-Factories aufgebaut und ins Leben gerufen, haben das in Deutschland, in Aachen im Dreiländereck erprobt, dann erste Ableger über die Welt verbreitet, zum Beispiel auch nach Sacramento. Und gehen jetzt eben auch in den Schritt rein, das hier in Mexiko aufzubauen, sind im Partnering in der Abstimmung da drin. Es ist immer damit verbunden, dass wir neue Ideen aus den Partnerländern mit einbeziehen, aber eben auch über die RWTH, die enge Beziehung, die wir dazu über den Lehrstuhl PEM eben haben, auch immer wieder einfließen lassen. Das heißt, die neuesten Erkenntnisse gepaart mit wirklich Praxiswissen, das ist das, woraus es ankommt. Und dann die Ressourcen deutlich effizienter einzusetzen, zum Beispiel für Prototyping, für Kleinserien. Und das ist in eine Methodik gepackt worden, Return on Engineering. Und das ist das, was wir zu bieten haben, anzubieten und hier mit auch einbringen. Venimos colaborando desde hace ya más de 6 años en un proyecto de desarrollo de vehículos y de electromovilidad en México. Y creemos muy importante este tipo de reuniones en las que aprendemos a cómo desarrollar la innovación en nuestro país. Creo que es muy importante este tipo de evento para crear redes de empresas que van a solucionar la movilidad eléctrica en México. Las megatendencias están provocando que existan cambios radicales y transformación en los jugadores que existen en el mercado. Y las armadoras actuales están viendo de qué manera siguen participando. Encontramos grandes aliados como PEM, encontramos grandes aliados en la universidad, en las universidades, en los centros de investigación y hemos ido avanzando juntos para crear este ecosistema en el cual México encuentre y busque crear una solución de movilidad sustentable. We're just at the end of an astonishing conference here in Monterrey, Mexico, with such great guests, inspiring speakers, and great results. But it became clear that we are only at the very beginning of a drastic change in how we use, produce, or speak about electric or future mobility. We as PEMMotion are here with our local team to support our partners in this change, with our methods, experience, and network. So, let's realize the future of mobility together, now.